Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, auf dieses Video habe ich mich ganz besonders gefreut, denn dieses Video ist der Start in eine wirklich spannende Reihe zum Thema Hardware-Hacking. Ich habe mir diesen Laser bei AliExpress bestellt. Ja, dieser RFID-Laser, der für Zutrittssteuerung benutzt wird, ist die Basis für eine mehrteilige Tutorial-Reihe, denn wir beschäftigen uns intensiv mit dem Thema Hardware-Hacking. Ich möchte euch schon mal einen kleinen Ausblick geben, was euch hier alles erwarten wird. Ja, Zutrittssteuerung sind natürlich enorm wichtig, sei es bei euch zu Hause, im Unternehmen oder in größeren Wohnanlagen, denn die schützen davor, dass Fremde in eure Räumlichkeiten reinkommen. Wir haben Benutzersteuerung, wir haben Zugang mit PIN, mit Karten. Und man muss natürlich vertrauen, dass diese Systeme sicher sind. Doch es gibt natürlich immer wieder Pressemitteilungen, wo Systeme gewisse Unsicherheiten hatten. Ja, deswegen möchten wir uns heute in dieser Serie anschauen, wie sowas aufgebaut ist. Wir werden zusammen eine eigene Türzutrittssteuerungsanlage einrichten, werden die zusammen in Betrieb nehmen und wir werden sie natürlich auch hacken. Wir werden verschiedene Schwachstellen finden und ganz zum Schluss werden wir uns auch auf die Firmware-Ebene begeben und schauen auch da, was dieser Zutrittsleser hier von dieser chinesischen Firma Hikvision, ist jetzt nur ein Beispiel, ich habe mir irgendeinen bestellt, auch hier vielleicht sogar unerwartete Sicherheitslücken aufweist. Ja, ich denke, es ist ein ganz spannendes Thema. Wir können wirklich viel lernen. Wir lernen viel von Konstruktion eigener Systeme, wie Systeme miteinander kommunizieren. Wir werden verschiedene Tools in dieser Serie kennenlernen. Wir werden mit dem Logic Analyzer arbeiten. Wir werden aber natürlich auch den Flipper Zero mit an Bord haben. Ja, beim Flipper Zero möchte ich euch die eine oder andere App zeigen, mit der ihr hier auch im Bereich der Hardwareentwicklung oder Hardware-Debugging arbeiten könnt. Ja, wir werden uns natürlich auch mit verschiedenen weiteren Systemen, die für Hardware-Debugging und Hardware-Kommunikation notwendig sind, beschäftigen. Zum Beispiel ein FTDI-UART-Adapter, ein ST-Link-Adapter. Seid gespannt, ihr könnt wirklich sehr, sehr viel dazu lernen. Ja, damit ihr natürlich diese spannende Reihe nicht verpasst und ihr seid noch nicht Abonnent, würde ich euch an der Stelle natürlich raten, am besten jetzt schon gleich den Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr auch die weiteren Teile dieser Serie nicht. Ja, ganz kurz zum Überblick, also in dieser ersten Folge werden wir uns als erstes mal diesen Laser ganz grob erstmal nur unter die Lupe nehmen. Wir werden mal schauen, wenn wir ihn anschließen, ob der überhaupt funktioniert. Wir geben ihm quasi Strom, wir schauen, ob die Kommunikation passt, damit die Basis für unser weiteres Projekt gelegt ist. Im zweiten Teil werden wir uns dann mit einer Open Source Türzutrittssteuerung auf Basis eines Node-MCU beschäftigen. Wir werden die ganze testen, wir werden die Kommunikation zwischen Laser und Steuereinheit testen und das Ganze zusammenbauen. Ja, danach, wenn das Ganze zusammengelötet ist, werden wir uns im dritten Teil damit beschäftigen, das Ganze zu administrieren. Wir werden Zugangskarten freischalten und wir werden schauen, dass der Laser in seinen Grundfunktionalitäten funktioniert, damit wir dann im Teil 4 dieses Konstrukt hacken werden. Ja, wir werden uns hier verschiedene Angriffsszenarien anschauen. Manche sind sehr praxisrelevant, manche eher theoretischer Natur, aber es wird da wirklich spannend. Die Besonderheit von unserem Laser hier ist, dass dieser Laser auch als separate, eigenständige Türzutrittssteuerung genutzt werden kann. Ob das dann gegenüber unserer dezentralen Open-Source-Türsteuerung ein besonderer Vorteil ist, wir werden es sehen. Wir werden deshalb danach den Laser in die Standalone-Version umbauen, um hier den Laser als eigenständige Türzutrittssteuerung zu benutzen. Wir werden dort auch wieder Karten anlegen, User mit Pins und so weiter. Ja, danach werden wir uns anschauen, ob dann diese All-in-One-Lösung sicherer ist als wie die dezentrale Türzutrittssteuerung. Seid gespannt, auch das ist nicht ohne. Nachdem wir dann über alle Sicherheitslücken Bescheid wissen, werden wir uns dann in einem Teil darüber unterhalten, was können wir denn machen, um diese Sicherheitslücken entweder zu verhindern oder vielleicht auch mitigierende, also Maßnahmen, die dazu dienen, dass man vielleicht die eine oder andere Sicherheitslücke nicht oder nur unter viel schwereren Umständen ausnutzen kann, beschäftigen. Ja, wenn wir dann den Gesamtfazit haben,
was für Sicherheitslücken, was wir dagegen tun können, dann startet nochmal ein ganz spannender Part, denn dann werden wir uns die Platine vom Laser genauer unter die Lupe nehmen. Wir werden schauen, wie die Hardware-Entwickler hier gearbeitet haben. Gibt es Lücken in der Firmware, in irgendwelchen offenen Ports? Wir gehen hier in den Bereich Hardware-Hacking und dazu habe ich hier auch ein ganz interessantes Buch dabei. Das hat mir auch hier sehr geholfen. Ja, das Buch ist vom MITP Verlag, nennt sich Hardware Hacking. Ich kann euch auch hier den Link dazu unten in die Videobeschreibung mit reinmachen. Das ist wirklich ein sehr interessantes Buch. Es vermittelt sehr gute Grundlagen für den Bereich Hardware Hacking, was mich auch hier im Bereich von diesem doch sehr umfassenden Projekt sehr geholfen hat. Ja, wenn ihr Fragen habt zu dem ganzen Projekt, dann natürlich dürft ihr jederzeit kommentieren. Ich versuche auf jede Frage eine Antwort zu finden, versprochen. Ja, und ich hoffe, euch interessiert wirklich so ein praxisnahes Thema, wirklich auch mal so von A bis Z, von Konstruktion über Installation, Hacking und dann nochmal das Thema Sicherheit von dem Ganzen global betrachtet wirklich interessiert und genauso spannend und packend findet wie ich. Ja, das war jetzt doch eine sehr umfangreiche Einleitung, doch ich hoffe, ihr habt einen einigermaßen Überblick bekommen, was euch hier alles erwartet. Ja, mit dem ersten Teil heute zum Laser starten wir wie immer sofort nach dem Intro. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes, das verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird seine Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto, Video, ne Seed, das ist unser Spiel, das uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, die Einleitung war ja schon wirklich sehr umfassend. Ich habe mir hier diesen Laser bei AliExpress bestellt. Ich kopiere euch auch den Link dazu unten in die Videobeschreibung mit rein, weil so ein Laser, der NFC-Karten lesen kann, der PIN-Eingaben einnehmen kann und mittels WLAN-Schnittstelle mit einer Türzutrittssteuerung kommunizieren kann, ist die Basis für mein Projekt. Ja, neben dem Laser brauchen wir natürlich noch ein paar andere Komponenten. Ich persönlich hatte schon sehr viele Komponenten zu Hause. Ja, wenn ihr hier das Ganze mitmachen wollt, dann möchte ich euch auch einen Überblick geben, was für Komponenten ihr braucht. Ihr braucht eine Lochplatine, ihr braucht Schraubsockets, um Kabel anzuschließen, ihr braucht ein Node-MCU, ihr braucht den Türlaser, ihr braucht ein paar Kabel, ihr braucht natürlich Lötmaterial und ein Relais. Ja, und ein paar Step-Down-Konverter, auch die brauchen wir, um für die nötige Stromversorgung zu sorgen. Doch auf die werden wir auch nochmal genauer im Video eingehen. Ich habe dann noch zwei LEDs dazu, stellvertretend für ein Türschloss, weil mit einer LED kann man hier Türstatus rot-grün besser darstellen, als wie mit so einem kleinen Magnetschloss, was vielleicht ganz leise klickt oder so. Das ist jetzt hier für euch, für die optische Demonstration besser. Ja, alles zusammen liefert uns dann die Türzutrittssteuerung, die wir dann auch hacken. Ja, der Laser, der ist relativ rudimentär ausgeliefert. Wir haben hier eine ganz kurze Anleitung zu dem Thema. Es ist da nicht wirklich viel drin. Wir haben alles auf Chinesisch. Hier unten ist ein QR-Code. Der führt uns da auch nochmal zu einer weitreichenden Seite, also zu einem wirklich guten Handbuch. Aber vom Handbuch haben wir hier auch nochmal, ja, so ein paar Seiten hier. Dazu 4 Seiten, sehr schlecht übersetztes Englisch aus dem Chinesischen. Ja, das hilft uns alles nicht weiter. Deswegen habe ich mich erstmal mit dem Handbuch vertraut gemacht und da schauen wir jetzt auch mal ganz kurz rein. Ja, wenn wir dem QR-Code folgen, landen wir hier auf diesem Handbuch, natürlich alles auf Chinesisch, und dank der Übersetzungsfunktion hier im Safari kann ich mir das auch hier relativ einfach auf Deutsch umwandeln. Wir haben auch hier die Installationsanleitung, wo man sieht, wie man den Ganzen installiert. Ja, grundsätzlich werden ja solche Laser vor eine Wandinstallation gesetzt. Das heißt, dahinter haben wir eine Buchse, wo die entsprechenden Kabel reinlaufen und der Laser wird dann daran befestigt.
Vorteil von solchen Lasern hier ist natürlich, dass über die Vigant-Schnittstelle kann man hier auch eine recht alte 4-Draht-Verkabelung nutzen und man muss zum Beispiel nicht wie bei netzwerkbasierten Lasern komplett neue CAT-Kabel einziehen. Deswegen machen solche Laser auch alte Installationen, die schon entsprechende Legacy-Verkabelung vorhanden haben, damit zukunftstauglich. Ja, es gibt hier dazu auch noch eine Verdrahtungsanleitung, wo wir sehen, wie der Laser entsprechend verkabelt wird. Das Ganze ist auch nochmal, ich blende euch auch hier parallel dazu auch nochmal ein Bild von der Platine ein, haben wir auch da nochmal die Anschlüsse entsprechend markiert. Ja, und da haben wir jetzt hier schon mal einen Überblick, wie das Ganze zu verkabeln ist. In unserem ersten Test werden wir den Laser mit Strom versorgen. Wir sehen hier, wir haben eine Spannungsversorgung von 12 Volt und wir werden auch, weil ich in der Kommunikation mit der Türzutrittssteuerung, die wir im nächsten Teil dann zusammen uns bauen werden, mittels Vigant kommunizieren, werde ich auch schon mal heute einen Test machen, ob die Vigant-Kommunikation auch funktioniert. Für die Stromversorgung nutze ich einen Step-Down-Konverter, den ich auf 12 Volt eingestellt habe. Ich nutze hier als Stromeingangsquelle ein Netzteil von einem alten Router, der hat irgendwie 18 Volt, glaube ich. Und den regeln wir runter damit auf 12 Volt, damit wir den Laser mit der zulässigen Spannung versorgen können. In dem Video heute habe ich den einfach schon mal so weit hergerichtet, aber im nächsten Teil werden wir uns auch nochmal anschauen, weil wir brauchen für die Türzutrittssteuerung dann nochmal einen auf 5 Volt, wie wir den auch entsprechend konfigurieren. Da gibt es auch ein paar Stolpersteine, die sehr oft dazu führen, dass welche ihren Step-Down-Konverter zerstören. Ja, das möchte ich natürlich nicht und deswegen zeige ich euch da einen kleinen Trick oder einen wichtigen Hinweis, was man gerade bei den Step-Down-Konverter beachten muss. Dazu, wie gesagt, im nächsten Teil. Wir schauen uns jetzt einfach mal an, wie wir den Laser das erste Mal mit Strom versorgen. Denn wenn wir den Laser das erste Mal mit Strom versorgen, sagt das Handbuch auch, dass er erstmal orange blinkt. Dann ist er bereit erstmal für den erstmaligen Admin-Code. Ich meine, wir wollen ihn jetzt erstmal nur als dummen Laser, der quasi nur für unsere Türzugangstoken dient, nutzen. Dennoch setzen wir hier gleich mal vorsichtshalber das Admin-Passwort, weil in der zweiten Konfiguration wollen wir ihn ja dann auch in der Standalone-Version testen. Und spätestens da brauchen wir das Admin-Passwort, um auch die Kartenadministration mit dem Gerät zu machen. Deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal an. Wir geben jetzt Strom drauf. Und wir schauen, wie das Ganze nach der Erstkonfiguration ausschaut. Ja, da haben wir jetzt unseren Laser. Ich habe ihn hier mit dem Steckbrett verbunden, habe da den 12 Volt Step-Down-Konverter angesteckt, habe da oben die Buchse, da werden wir dann den Strom zuführen. Der sorgt jetzt hier dafür, dass er auf 12 Volt runtergeregelt wird und den Laser mit Strom versorgt. Wir stecken ihn jetzt mal an mit dem Netzteil. Und es soll sich jetzt hier gleich was tun. Ja, er hat jetzt hier schon einmal gepiept. Und im oberen Bereich sehen wir genau das, was uns das Handbuch sagt, dass er jetzt erstmal orange blinkt. Das heißt, er wartet hier auf den Admin-Code, damit man ihn weiter administrieren kann. Ja, kurzer Blick in den beigefügten Blättern hier vom Handbuch, der Auszug. Um den Laser zu aktivieren, müssen wir jetzt hier einen speziellen Code eingeben. Das ist die Stern 0 Raute-Taste. Danach können wir einen 6- bis 8-stelligen Code eingeben, müssen den ganzen nochmal wiederholen und mit Raute abschließen. Wir machen das jetzt mal mit dem Code 123456 als Admin-Code. Ja, ein grausig langer Piepton zur Bestätigung und ich denke, das hat jetzt funktioniert. Ja, wenn wir uns das jetzt hier oben anschauen, man kann es ein bisschen schlecht erkennen, ich halte mal meine Hand drüber, sehen wir jetzt auch, dass er nicht mehr orange blinkt, sondern abwechselnd grün leuchtet. Ja, wir testen das Ganze jetzt mal einfach mit einem NFC-Token, den ich hier gerade zur Hand habe, ob der jetzt auch einfach mal was tut. Ja, und dem Signal nach sollte er funktionieren. Er sollte den jetzt lesen, sodass wir uns jetzt einfach mal an den Kommunikationstest machen können.
Ja, und damit wir jetzt wissen, ob der jetzt in dem Zustand schon Signale oder Daten überträgt, tun wir uns hier mal die 2 Vigant-Datenleitungen packen. Ich tue die jetzt hier mal abisolieren und wir werden die jetzt im nächsten Schritt mal auch mit unserem Steckbrett verbinden, damit wir hier schauen können, ob auch jetzt schon in der aktuellen Konfiguration Daten kommen. Ja, der Laser läuft, er pulsiert nicht mehr orange, er leuchtet jetzt entsprechend grün. Das heißt, er wäre jetzt soweit bereit. Und da wir natürlich ihn mit der Steuereinheit erstmal nutzen wollen, müssen wir jetzt auch noch testen, ob die Vigant-Kommunikation funktioniert. Dazu nutzen wir jetzt den Flipper Zero und wir schauen mal an, ob überhaupt Daten über die Vigant-Leitung übertragen werden. Ja, die 2 abisolierten Vigant-Datenleitungen habe ich jetzt hier in das Steckbrett gesteckt, habe die wieder mit ein paar Jumper-Kabeln verbunden, habe mir auf der anderen Seite noch die Ground-Leitung rübergezogen und habe das Ganze hier Überraschung an den Flipper Zero angeschlossen. Mit dem Flipper Zero werden wir uns gleich über eine spezielle Vigant-App anschauen, ob jetzt in diesem Zustand hier, den wir jetzt hier vorgefunden haben, auch schon Daten fließen. Dazu werden wir jetzt einfach überprüfen, ob, wenn ich jetzt hier einfach so einen NFC-Chip auflege, ob dann in dem Moment über die Vigant-Leitung im Prinzip Daten kommen, die wir dann auch entsprechend weiterverarbeiten können. Ja, wir starten jetzt hier einfach mal die Vigant-App. Wie wir die ganze installieren, das zeige ich euch gleich nochmal separat. Das ist hier eine etwas veraltete Version, deswegen hier noch der Hinweis. Und unter Instructions kann man auch nachlesen, wie das Pinout ist, sprich, wo wir hier entsprechend die Kabel anschließen müssen. Das ist einmal hier das A4, A7 und Ground, was wir benötigen, um die Kommunikation zu testen. Und wenn wir jetzt hier auf Read gehen, dann ist er auch schon bereit. Er wartet jetzt hier auf Daten und wenn wir jetzt den Schlüsselkey drauflegen, dann sehen wir auch hier, dass er bereits erfolgreich Daten auslesen kann. Ja, mit der Vigant-App kann ich auch Tastendrücke auslesen, weil er bei jedem Tastendruck auch hier entsprechend ein Datensignal übergibt. Dazu warten wir hier wieder im Lesemodus. Ich drücke eine Taste und wir sehen, dass er den Tastendruck auch erkannt hat. Muss dann, weil er nimmt es sonst nicht, auch wieder rausgehen. Dann ist er bereit für den nächsten Tastendruck und sobald er den hat, kann ich wieder zurückgehen und wieder die nächste Taste. Es geht immer nur so Step by Step, aber man kann auch hier jede einzelne Taste zumindest in der Kommunikation testen, dass hier Daten erfolgreich rüberkommen. Ja, die Vigant-Kommunikation hat funktioniert. Wenn ihr euch die Frage stellt, wie komme ich an die Vigant-App? Ich habe mit dem Entwickler der App, Derek Jamieson, geredet, denn die App ist momentan noch nicht im Flipper App Store vorhanden. Er hat bereits beim Flipper-Team ein Pull-Request gestellt, damit diese App auch in den Flipper App Store eingestellt wird. Ich kann nicht sagen, wie schnell das Ganze geht. Zum Zeitpunkt des Videos war sie, wie gesagt, noch nicht drin. Und wenn es ihr für die Momentum-Firmware, ich habe hier die Momentum-Firmware drauf, da ist sie auch standardmäßig nicht mit dabei, eine lauffähige Version möchtet, dann können wir die Vigant-App auch aus einer anderen Firmware, zum Beispiel von Rochemaster, entsprechend kopieren, denn die wird in deren Firmware mitgeliefert. Ja, auf der Rochemaster-Seite auf GitHub habt ihr hier die entsprechenden Releases. Und wenn ihr euch hier das letzte Release runterladet als ZIP-Datei, dann könnt ihr diese ZIP-Datei einfach mal entpacken. Ja, ich habe das ZIP-Archiv hier schon mal entpackt und da gibt es dann nochmal die Resources-Datei und wenn ich die auch nochmal entpacke und wir gehen in den Resources-Folder unter Apps, GPIO, findet ihr hier weiter unten den Vigant Reader Fab. Ja, die Vigant Reader App könnt ihr euch jetzt hier einfach rauskopieren und ihr könnt sie zum Beispiel mit der QFlipper Anwendung direkt auf euren Flipper raufkopieren und habt sie dann sofort unterm Apps-Verzeichnis zur Verfügung. Ja, das mache ich jetzt hier mal. Ich habe jetzt gerade hier mal meinen Flipper angesteckt. Ja, da haben wir einen QFlipper. Wir wechseln hier rüber in den File Manager, gehen in die SD-Karte rein, gehen dann in den Ordner Apps, gehen dann in den Bereich GPIO und wenn ich darunter scrolle, habe ich hier schon die Vigant Reader App. In dem Fall könnte ich diese jetzt hier auch löschen, weil es war jetzt eine alte Version
und ich nehme jetzt einfach die extrahierte Datei, ziehe sie rüber und ich habe hier die aktualisierte Vigant Reader App drin. So einfach ist es. Ja, wie gesagt, ich drücke die Daumen, dass das Flipper-Team die App auch bald in den offiziellen App Store mit aufnimmt und dann könnt ihr sie über die Companion-App ganz einfach installieren. Aber soweit, so funktioniert es auch. Ja, Hardware-Profis nutzen natürlich keinen Flipper, sondern einen Logic Analyzer und wie sowas funktioniert, möchte ich euch noch in einem ganz kleinen Exkurs zeigen. Ja, wenn ich einen Logic Analyzer angeschlossen habe, dann zeichnet der permanent die angeschlossenen Datenleitungen auf. In diesem Fall jetzt hier habe ich die zwei Vigant Datenleitungen eben an den Logic Analyzer angeschlossen. Und wir sehen jetzt hier schon so ein paar zackige Ausrisse. Und genau das ist der Bereich, da wo ich, wenn ich die Karte auflege, wo ich sehe, dass hier die Daten übertragen werden. Vigant-Datenleitungen liegen grundsätzlich auf 5 Volt auf dem High-Level und wenn die dann hier einmal runtergezogen werden und wieder raufgehen, dann werden hier die entsprechenden Bits übertragen. Auf der einen Seite werden die Nullen übertragen, auf der zweiten Leitung die Einsen, also in dem Fall kann ich jetzt hier rauslesen 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1 und so weiter. Anhand von dem kann ich, wie gesagt, auch eine Datenverbindung analysieren und hier auch über verschiedene Protokollauswertungen auch zum Beispiel hier eben Vigant schon interpretieren, sodass wir hier schon weitreichende Analysen machen können, was auf den einzelnen Leitungen so läuft. Wir werden auch den Logic Analyzer im weiteren Verlauf von dieser Videoreihe auch nutzen, wenn wir dann auf die Hardware von der Platine schauen, weil wir werden uns da mit versteckten Anschluss- und Kommunikationsmöglichkeiten noch beschäftigen. Aber soweit soll es jetzt erstmal zu dem Bereich gewesen sein. Ja, der aktuelle Stand ist jetzt im Prinzip, dass wir hier den Laser einmal mit Strom versorgt haben und wir hier über die Vigant-Datenleitung schon mit dem Flipper Zero zusammen validiert haben, dass auch hier die Daten rauskommen. Wir haben jetzt hier hinten noch eine ganze Reihe anderer Anschlussmöglichkeiten, auf die werden wir dann im weiteren Verlauf des Videos noch eingehen. Ja, so ein altes USB-Kabel, was ich hier schon mal abisoliert habe, ist genau das, was wir jetzt auch noch brauchen. Mit dem werden wir dann den Laser mit Strom versorgen und die Vigant-Datenleitung rüberziehen zu unserer Steuereinheit, die wir dann im nächsten Video erstmal bauen werden. Ja, ich habe mir hier schon mal die restlichen Leitungen markiert, was das alles für Leitungen sind, was die genau sind und für was wir die benötigen. Das werden wir uns im weiteren Verlauf der Videoreihe auch noch anschauen. Wir müssen jetzt einfach da noch ein bisschen Ordnung reinbringen und dazu machen wir uns jetzt ein kleines Kabelmanagement. Ich isoliere jetzt hier einfach mal die einzelnen Leitungen ab und wir werden die einzelnen Datenleitungen schön geordnet an ein Breakout-Board, was wir uns jetzt selber noch bauen, anlöten. Ja, so schaut das kleine Breakout-Board aus. Ich habe das jetzt schon fertig gelötet. Ich habe die Kabel hier geordnet an eine Schraubsocketleiste und dahinter habe ich mir noch Pinheader-Leisten dran gebaut, damit wir auch hier das Ganze einfacher für die Zukunft abgreifen können. Damit wir das Ganze jetzt nicht ganz so wild hier rumflattern haben, werde ich das Ganze jetzt hier noch mit so einem kleinen schwarzen Klebeband einfach noch ein bisschen bündeln, dass das Ganze auch etwas geordneter und schöner ausschaut. Ja, dann noch den Stecker einstecken, die Klappe wieder in Position bringen. Muss man halt hier schauen, dass hinten die Kabel sauber rausgeführt werden. Und dann können wir das hier mit der kleinen Schraube, das ist im Prinzip so eine kleine Sicherungsschraube, die lösen wir jetzt. Dann können wir den Deckel wieder sauber reinlegen und dann sichern wir den Deckel mit der kleinen Sicherungsschraube. Und das Ganze schaut jetzt richtig ordentlich aus. So, wir legen den jetzt einfach auf die Seite, legen den jetzt mal hin und dann haben wir eine super tolle Möglichkeit, hier unsere Anschlüsse rauszuführen. Ja, hier nochmal für euch das Ganze in der Nahaufnahme. Ja, zum Abschluss habe ich noch eine kleine Optimierung von unserem 12 Volt Step-Down-Konverter gemacht. Ich habe den hier vom Breadboard auf die kleine Platine gesetzt, habe die Anschlussbuchse auch drauf
Und ich habe mir hier auch entsprechende Pinheader-Leisten und Schraubsockets draufgelötet. Die werden dann von unten einmal mit Spannung und Ground versorgt, sodass wir hier eine richtig tolle Anschlussmöglichkeit haben, um sämtliche 12 Volt Komponenten oder dann auch im nächsten Video hier auch die Steuereinheit damit mit Strom zu versorgen. Ja, damit wir wissen, dass das auch unsere 12 Volt Spannungsversorgung ist, machen wir hier einfach so einen kleinen Aufkleber drauf, weil wir werden im nächsten Video noch mal das gleiche in einer 5 Volt Variante haben und dann sind wir da hier einfach auf der sicheren Seite. Ob das Ganze jetzt funktioniert, können wir jetzt auch gleich nochmal testen. Wir schließen jetzt hier einfach nochmal schnell die Stromversorgung an, das kleine Netzteil, und wir legen jetzt einfach mal ganz schnell mit einem Jumperkabel einmal die Spannung und einmal die Masse rüber zum Laser. Und wenn ich hier alles richtig gemacht habe und ich mich nicht verlötet habe, dann sollte jetzt hier mit der ganz normalen Spannungsversorgung auch unser Laser Strom bekommen und sich wieder mit einem Lebenszeichen melden. Wir sehen es hier oben, er hat gepiept und er blinkt grün, also das passt wunderbar. Ja, damit ist der erste Teil vorbei. Wir wissen, unser Lesegerät funktioniert und wir sind startklar, damit wir uns im nächsten Teil unsere Steuerungseinheit dazu bauen werden. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video mit dabei seid, denn wir bewegen uns mit großen Schritten darauf zu, dann unsere Türzutrittssteuerung zu hacken und die Schwachstellen aufzudecken. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert und nicht vergessen, Glocke drücken nicht vergessen, denn dann bleibt ihr am Ball, wenn auch die nächsten Videos zum Thema Hacken von Türzutrittssteuerung erscheint. Ja, mich freut es, wenn es auch euch gefallen hat und ich bin fest davon überzeugt, dass ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, macht's es gut, euer Raik. Ciao.